schönen guten Morgen, liebe Hobbyracer hier aus Most. Gestern Abend angekommen, schön die Box eingerichtet und in der Box gepennt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich in der Box gepennt habe, mit einem Feldbett, Schlafsack. Mega, also ich muss sagen. Ich habe super gut geschlafen, bin mega ausgeschlafen, es war angenehm warm. Kann mich nicht beschweren. Ich zeige euch gleich mal, wie ich mein Lager da drin aufgebaut habe. Direkt neben der Maschine zu pennen, hat man noch eine schöne Nachtgesellschaft, wo man streicheln kann. Nee, super. So, jetzt sind wir soweit hier heute Morgen, haben die Reifenwärmer schon angesteckt und gleich geht es zur Fahrerbesprechung. Ist noch ein bisschen frisch hier, hat heute Nacht auch geregnet. Man sieht es hier oben noch ein bisschen im Hintergrund, ein paar Regenwolken waren da. Aber an sich sieht das Wetter heute richtig gut aus. Wie ihr sehen könnt, trocken, Sonne scheint und Streckenbedingungen sehen auch wunderbar aus. Dann gehen wir gleich mal zur Fahrerbesprechung und dann geht's los zum ersten Turn. Und dann schauen wir mal, wie wir die letztens angesprochenen Ziele hier in Most anfangen können umzusetzen. Ihr wisst ja, wer schon mal hier war, eine sehr flowige Strecke, die sehr flüssig zu fahren ist. Eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Und letztes Jahr war ich hier mit der RSV4 auch wieder mit technischen Problemen unterwegs. Bei einer 1,50 glaube ich unterwegs gewesen und die gilt es natürlich definitiv am Ende zu schlagen. Aber wir fangen erstmal gemütlich an, einrollen und Strecke wieder kennenlernen. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich komme hier wirklich. Und zwar nach den ersten 2 Runden, jetzt der letzte Turn. Da haben wir es noch nicht mal über Start-Ziel geschafft. Da ging es direkt in der Outlap, das war auch gleichzeitig wieder unsere Inlap, ging es direkt mit Rot wieder rein. So, und der eine Turn, der nicht mit Rot abgebrochen worden ist, den hatten wir ja Regen. Das heißt, ich habe jetzt heute, wenn es gut läuft, noch 2 Turns. Schauen wir mal, ob da auch noch was passiert oder ob ich die vielleicht endlich mal fahren kann. Auf jeden Fall habe ich jetzt insgesamt ganze 5 gezeitete Runden drauf. Das ist sehr wenig und das ist wenig Material, um sich selber zu verbessern. Wir hören im Hintergrund den Helikopter, den hört ihr vermutlich auch, weil der Kollege eben so räudig eingeschlagen ist. Ich hoffe, dem geht's gut, weil das hat ganz ehrlich nicht gut ausgesehen. Zweiter Tag. Schönen guten Morgen aus Most, Tag 2. Ja, ich habe gestern nicht mehr so viel gefilmt wegen dem Crash. Ich wollte da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Also der Kollege ist relativ heftig eingehämmert unter Matadorbogen in die Air-Fences. Helikopter musste kommen und so weiter. Also es sah gar nicht mal so gut aus in dem Sinn. Gute Besserung an den Kollege. Ging dann nach einer Stunde Pause für uns anderen alle weiter zum Fahren. Das heißt, ich bin gestern von den 6 Turns 4 Stück nicht gefahren, aufgrund von Abbruch roter Flagge oder ein Turn, der mit Regen ausgefallen ist. Und hatte dann am Ende noch 2 Turns zum Fahren. Ja, der 5. Turn war eigentlich ganz okay. Zum Einrollen, zum Eingewöhnen war der dann wirklich super. Da habe ich nur 1,50 gefahren. Und dann der letzte Turn am Abend war dann unser 6. Das war auch mein bester dann gewesen. Das war dann der Moment, wo ich wirklich in den Flow gekommen bin, wo ich mich schön eingefahren habe und dann auch langsam mich gut gefühlt habe, für mal ein bisschen Zeiten zu jagen.
Und ja, wie ihr es vielleicht in meinem Ziele-Video gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben nochmal, versuche ich ein bisschen mehr an meiner Körperposition zu arbeiten, Sitzposition und so weiter. Und habe das dann entsprechend auch versucht direkt umzusetzen, was dann am Ende in einer 1,48 gemündet hat. Schauen wir mal, wie es jetzt heute an Tag 2 weitergeht. Wie ihr sehen könnt, Wetter macht jetzt einen ganz guten Eindruck. Heute Nacht war es arschkalt gewesen. In der Box zu schlafen war aber trotzdem angenehm. Die Jungs, die draußen im Transporter geschlafen haben, denen war es kälter als uns in der Box. Und heute Morgen hat es ein bisschen genieselt. Jetzt scheint es aber stabil zu bleiben. Hoffen wir mal, dass es den Tag über so bleibt. Und dann fahren wir heute Morgen nochmal 3 Turns, um reinzukommen. Und nach der Mittagspause ist nochmal ein Warm-Up-Turn für das Rennen am Nachmittag. Ja, auch hier auf dem Event ist der Mike, der Kurvenfuchs. Wer ihn noch nicht kennt, unten in der Videobeschreibung habe ich seinen Kanal mal verlinkt. Schaut da gerne mal auf seinem Kanal vorbei und lasst liebe Grüße da. Abonniert ihn auch gern von meiner Seite aus. Zwischenstand vom zweiten Tag. Also, heute Morgen, erster Turn bin ich gefahren, gemütlich eingerollt, nochmal mehrfach 1,49 gefahren, super zufrieden damit. Danach hat es angefangen zu regnen, das heißt, der zweite Tag ist bis jetzt komplett ins Wasser gefallen. Alle Turns waren demnach weg, nicht mehr gefahren. Es war dann Open Pit Lane für die Jungs, die Regenreifen dabei haben und sich zutrauen, im Regen zu ballern. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Weniger geht es darum, dass ich mich das nicht trauen würde, aber ich habe einfach keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf ein matschiges, nasses, versifftes Motorrad. Das ist mir zu blöd. Da fahre ich dann lieber gar nicht, mache ein bisschen Supporter für die Jungs, die fahren wollen. Ist ja auch in Ordnung. Während im Open Pit Lane im Regen ist der Paul dann rausgefahren mit seiner Cover und hat sich mal schön aufs Maul gelegt. Paul, was machst du? Was? Hast du Curb getestet? Nein, ohne Witz. Hinterrad hat mich überholt. Zum Glück nur leicht weggerutscht. Ihr seht die Bilder dazu. Alles gut, alles halb so schlimm. Ihm geht's gut. Maschine hat nur ein paar Kratzer. Und kann man alles schnell und einfach wieder richten. So, jetzt wurden fürs Rennen später als Quali dann die Zeiten von gestern und heute kombiniert genommen. Die Startplatzierungen werden gleich noch ausgemacht. Und dann schauen wir mal, wo ich losfahre. Und dann geht's los mit einem Warm-Up-Turn noch. Und danach geht's ins Rennen. Das heißt also für mich, wenn ich jetzt nochmal so rekapituliere auf mein letztes Video mit den Zielen, was ich verbessern wollte, Richtung Körperhaltung, Richtung Sitzposition, Richtung
reinlaufen lassen, V-förmiges Fahren. Das habe ich versucht hier schon mal umzusetzen, hat soweit auch funktioniert. Das heißt, in dem Fall bin ich jetzt schon mal an dem Punkt, dass ich zum einen schneller geworden bin und zum anderen nicht gestürzt bin. Das heißt, 2 Punkte, die ich mir als Ziel vorgenommen habe für dieses Event, check, abgehakt. Ich hoffe, im Rennen passiert auch nichts mehr, aber soweit ist das schon mal ganz gut gelaufen. Das Rennen, wie gesagt, werde ich dann entsprechend nachkommentieren und das folgt in einem separaten Video. Bleibt mir nur noch zu sagen, von diesem Event vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt immer dran, Video positiv bedaumen, Kommentar da lassen und Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.